Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und auf meinem Kanal geht es um Nähen, DIY und Upcycling. Und hier siehst du schon mal, womit ich in diesem Video nähen werde. Reste. Etwas größere Reste von Glitzerstoff. Viel Spaß beim Schauen! Also in diesem Video möchte ich was mit diesen Glitzerresten nähen. Irgendwie habe ich das Glitzer für mich entdeckt dieses Jahr und ich habe mir schon ein paar Teile genäht. Daher habe ich auch die Reste. Als erstes hatte ich mir dieses Shirt genäht. Und das habt ihr vielleicht im letzten Video gesehen. Ich verlinke es mal da oben. Das mag ich wirklich super gerne. Und ich hatte mir aber mehr gekauft und habe mir dann noch eine Hose genäht. Ich hatte erst überlegt Blouson oder Hose, aber meine Tochter meinte dann, nee, doch die Hose. Und das habe ich auch gemacht. Und die ist auch total cool und da bin ich schon mehrfach darauf angesprochen worden, wo ich die gekauft habe. Ich habe selbst genäht. Und ich habe mir noch dieses Shirt genäht. Das hatte ich jetzt noch nicht so oft an, obwohl ich glaube, zu der Hose könnte ich es auch gut anziehen, oder? Was meint ihr? Naja, aber heute geht es jetzt nicht um diese Shirts, sondern um die Reste. Und zwar möchte ich aus den Resten noch ein Shirt nähen, aber halt gemixt. Das stelle ich mir richtig schön vor und damit fange ich jetzt mal an. Ich messe jetzt mal, wie weit die breiteste Stelle sein muss. Ja, so 72, also 75 könnte ich schon mal zuschneiden. Falls ihr euch fragt, was ich mit dem roten Glitzerstoff genäht habe, da habe ich noch gar nichts mit genäht. Da habe ich mir einfach nur einen halben Meter gekauft, weil mir die Farbe so gut gefallen hat. Und ich dachte aber schon, also so ein ganzes Teil aus rotem Glitzer, das ist nichts für mich. Und deshalb ist das jetzt nur ein halber Meter, den ich so gekauft habe, der für dieses Projekt aber richtig gut passt. Ich möchte später ungefähr 10 cm breite Streifen haben. Und deshalb schneide ich jetzt erstmal 12 cm breite Streifen zu und die sollten so lang wie möglich sein. Von der Menge her brauche ich entweder 6 oder 12, je nachdem, ob ich Vorder- und Rückseite mache. Mal gucken, was der Stoff so hergibt und wie es mir am Ende gefällt. Dann schneide ich die einzelnen Streifen jetzt mal auf 75 cm zu. So, ich habe jetzt alles zugeschnitten. Ein Teil ist ein bisschen kürzer, aber ich brauche ja 75, war ja schon großzügig bemessen. Und ich weiß noch nicht genau, ob ich Vorder- und Rückseite Glitzer mache oder auf der Rückseite einfach irgendein Jersey. Jetzt erstmal gucken, wie ich die Farben anordne. Also ich bin halt am Überlegen, ob ich jetzt so regelmäßige Streifen mache. Also, oder ob so wie jetzt so ein bisschen gemustert ist sozusagen. Muss ich mir mal angucken. Ich habe mal schnell ein Handy geholt und knipse das jetzt mal. Und dann lege ich das andere Muster. Und dann kann ich mir es besser angucken. Ich habe mir jetzt die Bilder hier angeguckt und so wie es jetzt liegt. Ich glaube, das gefällt mir am besten. So wie es jetzt liegt. Da werde ich die Teile jetzt mal aneinander nähen. Der Glitzer, sowohl hier bei dem Lilan, das sieht man ja schon, ist ganz glatt und hier ist das auch ganz glatt. Also man spürt das überhaupt nicht auf der Haut. Und bei der Hose, ich habe ja die Hose genäht, kann ich mal kurz zeigen. Da habe ich schon, das hatte ich mir schon gedacht, dass es nicht so angenehm ist, das direkt auf der Haut zu haben. Deshalb habe ich hier innen so einen Jersey-Stoff genäht.
Als erstes mache ich eine Probenaht, um zu gucken, ob der Stoff sich dehnt beim Nähen. Dafür habe ich 2 Stofflagen rechts auf rechts gelegt, genau wie ich das gleich bei den Streifen machen werde, und nähe erstmal mit der ganz normalen Einstellung eine Naht. 4 Fadenstich. Dann stelle ich den Differentialtransport eine Stufe höher. Das heißt, die Stoffschieber schieben unterschiedlich schnell und dadurch wird die Naht irgendwie ein bisschen eingehalten, würde ich das jetzt so beschreiben. Und das finde ich tatsächlich besser. Deshalb werde ich die Naht jetzt so nähen. So, jetzt habe ich alle Teile aneinander genäht und das gefällt mir schon mal richtig gut. Ich liebe ja Streifen. Ich werde aber die Nahtzugaben noch in eine Richtung bügeln und das Ganze absteppen von oben. Und dann kann es auch schon mit dem Zuschneiden losgehen. Dafür nehme ich mein Shirt Easy, das ich einfach mit kurzem Arm zugeschnitten habe. So sieht das jetzt aus. Für die Rückseite habe ich hier 2 Farben ausgewählt. Einmal so ein helles Grau. Ich finde, das geht eigentlich zu ziemlich vielen Sachen. Und dann habe ich halt ein ziemlich gut passendes Grün. Das ist allerdings ein bisschen dicker. Ich muss mal überlegen, welches ich jetzt nehme. Das Grün passt natürlich optimal zu dem Streifen in dem Shirt, aber das Grau gefällt mir trotzdem irgendwie besser. Ich finde, Grau geht zu vielen Sachen. Jetzt habe ich noch das Problem, dass mir hier unten ein bisschen Stoff fehlt. Aber ich schneide jetzt erstmal zu und dann werde ich da irgendwie ein Stück annähen. So, jetzt sieht man hier die Ecken, die da reingehen. Aber ich brauche die Breite. Ich will, dass das Shirt locker ist. Deshalb schneide ich da jetzt einfach ein Stück ab. Wenn ich das jetzt so sehe, denke ich, ich hätte auch einfach ein gerades Stück abschneiden können. Aber damit habe ich mich halt für die Rundung entschieden. Und lege das jetzt auf den Reststoff, den ich noch habe. Und schneide dann ein Stück zu, was ich dann gleich an den Stoff nähen werde. Das ist leider außerhalb der Kamera, die über meinem Tisch hängt, deshalb kann ich euch das nur so zeigen. Aber ich schneide da jetzt so einen Keil mit einer Rundung zu, die durchaus auch hätte einfach gerade sein können. Und stecke das jetzt rechts auf rechts an die Seite. Und das mache ich gleich bei der anderen Seite genauso. Und dann nähe ich das fest. Und dann denke ich, dass es ganz in Ordnung aussehen wird. So sieht das jetzt aus. Ich habe das Ganze noch gebügelt. Den Stoffbruch hätte ich eigentlich auch mal bügeln können. Naja, mache ich später. Irgendwann nach dem Video wird man am Ende noch sehen, dass ich den die ganze Zeit nicht gebügelt habe. Jetzt schneide ich das eben zurecht, was dann noch übersteht. Und dann klammer ich das aufeinander und nähe das zusammen. So sieht das jetzt aus. Ganz zufrieden bin ich noch nicht. Ich werde hier jetzt noch ein graues Halsbündchen annähen. Ich möchte nämlich nicht, dass das Shirt so overdressed aussieht. Und ich glaube, das ist auch gut, wenn man das Graue noch auf der Vorderseite sieht und dann hier oben so grau hat. Das stecke ich jetzt mal fest. So, ich habe das Bündchen angenäht und ich finde auch, dass es wirklich richtig gut aussieht mit dem Grau vorne. Jetzt habe ich das schon hier mit Nadeln festgesteckt und den Saum auch, und das Ganze werde ich jetzt einfach noch nähen. Also ich könnte mich ja wirklich gar nicht entscheiden, was ich lieber nähe. Kleidung oder Taschen. Ich liebe einfach beides zu nähen. Und unter meinem letzten Video, da hatte ich ja so meine Nähtipps und Tricks halt irgendwie gezeigt, zumindest einige davon, hatte ich so viel tolles, positives Feedback und auch viele Likes. Vielen Dank dafür nochmal, dass ich jetzt direkt gedacht habe, ich mache direkt nochmal so ein Nähvideo, wo ich einfach mich beim Nähen ein bisschen begleite und halt darüber drehe, und freue mich natürlich auch dieses Mal
über Kommentare und Likes. Kommentare lese ich natürlich immer super gerne. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann freue ich mich natürlich auch sehr über ein Abo. Und hier nochmal ein paar Bilder aus meinem Shop. Und hier ist auch Shirt Easy, das ich hier im Video benutzt habe. Das ist ein einfaches Shirtschnittmuster, das ich auch schon in vielen Varianten genäht habe, auch in Webware, Ärmel etwas länger oder kürzer. Einfach nach Lust und Laune. Wenn du Lust hast, klick doch gerne mal rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!